the talking. Ups, da kann man Mittag essen. So, mal gucken, was wir zum Mittag kriegen hier. Bin mal gespannt. Oh, jetzt werden wir Mittag haben. Was meint ihr? Wo gehen wir jetzt hin? Dahin. Sieht man nicht, ne? Da. So. Hier ein kleiner Überblick des Biwak. Aber das ist alles gar nicht so wichtig. Das Wichtige ist hier im Truck. Das oder das. Ich weiß nicht, ob es jemandem aufgefallen ist. Hinter der Tür, zwischen Tür und Beifahrer und Fahrer ist der Platz fürs Reserverad. Wer so einen Wagenheber in das Fahrzeug packt, geht davon aus, dass er keine Plattfüße bekommt. Und das sollte man nicht bei der Dakar. Uiuiui. So, hier sehen wir mal das seriennahe Fahrzeug, Can-Am. Auch den Käfig modifiziert, umgebaut, dass er dem Reglement entspricht. Erstaunlicherweise hier eine Lösung mit Windschutzscheibe. Gut für den Topspeed und ein bisschen komfortabler für die Insassen. Hier hinten sehen wir die geänderte modifizierte Kühlung. Riesiger Kühler mit extra Lüftern, 2 Sandbleche dabei, eine Schaufel, auch nicht so ideal befestigt, alles ein bisschen improvisiert, würde ich sagen. Aber ein toller, hochwertiger Wagenheber. Und so wie der da draufgesetzt ist, wundert es mich, dass er noch da ist. Auffallend ist bei diesem Team, dass sie 4 Autos haben und kein Auto gleich dem anderen. Was natürlich für Mechaniker, Ersatzteile, Logistik ein Albtraum ist, wenn die Autos sich alle unterscheiden. Jetzt kommen wir zu Moonsport, einem Team aus Polen. Mit dem bin ich schon ein bisschen um die Wette gefahren, bei verschiedenen Bahas. Die haben hier 2 2018er, 2019er South Racing Can-Ams. Die dürfen wir filmen. Und das machen wir natürlich auch mal. Das Auto basiert auf einem Auto von South Racing. Und es ist ganz interessant, was hier alles modifiziert ist. Der Aaron, der das Auto hier fährt, hatte den ersten Tag gewonnen und war sehr schön unterwegs. Hat dann aber technische Probleme bekommen, und zwar sind ihm einige Drive-Shafts, also Antriebswellen, um die Ohren geflogen, was an einem Fahrwerk-Setup lag und an den Dämpfern, die sie benutzt haben. Und hier nochmal ein paar Actionbilder von Yazid aus der 9. Etappe. Bei den Autos könnte es heute auch eine Vorentscheidung gegeben haben. Und zwar haben sich Nasser Al-Attiyah und Stefan Peter Hansel zusammen verfahren, wie auch ein paar andere, mitunter auch Yazid. Nur dass die beiden, Stefan und Nasser, am längsten gebraucht haben, weil sie die ersten Autos waren, bis wieder auf dem richtigen Weg waren, haben sie am meisten verloren. Dadurch hat Carlos Sainz seinen Vorsprung auf 18 Minuten ausbauen können und liegt damit doch relativ komfortabel vorn. Ich meine, es ist noch weit zu fahren, es sind noch 2 Tage, aber wenn Carlos ein bisschen geschickt ist, ein bisschen Glück hat, kann er taktieren und kann die anderen kommen lassen und muss nichts riskieren. Yazid hat auch ein bisschen Zeit verloren, aber nicht ganz so viel. Ist er wieder ein bisschen dichter rangekommen an den 2. und 3. Und der 2. und 3., also Nasser und Stefan, sind nur noch ein paar Sekunden auseinander. Da ist auf jeden Fall noch ein ganz heißer Fight. Bei den Side-by-Sides gab es auch eine Vorentscheidung. Casey Curry, der Amerikaner in seinem Can-Am, hat wieder einen super Job gemacht. Und sein Hauptkonkurrent Checo Lopez, der letztes Jahr gewonnen hat,
hat heute 1 Stunde Zeit verloren. Da weiß ich leider nicht, warum er sie verloren hat. Aber dadurch hat jetzt der Casey so einen guten Vorsprung, dass er wirklich das Rennen auch kontrollieren kann. Er kann schauen, was die anderen machen, kann mitfahren, er muss nicht mehr vorwegfahren. Also da ist Platz 1 entschieden. Um Platz 2 kann noch gekämpft werden. Die Jungs sind relativ dicht zusammen. Aber ja, der erste Platz ist vergeben an Can-Am. Allgemein war es ein spannender und kritischer Tag heute. Gleich am Anfang der Sonderprüfung, nach 1-2 Kilometern, gab es die ersten Highlights. Und zwar hat da zum Beispiel als berühmtester Teilnehmer Fernando Alonso zusammen mit Mark Koma sein Toyota gerollt, sind zu schnell auf eine Dünenkuppe zugekommen und sind zu schräg runtergesprungen, eingehängt im Sand und haben sich mehrfach seitlich gerollt. Das Auto ist größtenteils heil geblieben, Windschutzscheibe mussten sie rausnehmen, haben 1 Stunde verloren, konnten dann aber weiterfahren. Tolle Leistung, dass sie das hinbekommen haben, aber natürlich damit wertvolle Zeit verschenkt und ja, wahrscheinlich auch einen Zacken aus der Krone gebrochen, der arme Kerl. Anderen Fahrern ist es dabei nicht ganz so gut ergangen. Ein Auto, das gar nicht mehr in der richtigen Rennwertung dabei war, sondern in der Experience-Wertung. Das ist eine Wertung für diejenigen, die eigentlich ausgefallen sind oder einen Tag nicht beenden konnten und dann aber eben ohne Zeitwertung die Möglichkeit bekommen, das Rennen weiterzufahren, um eben diese ganze Dakar zu erleben. Und ein Auto aus dieser Wertung, die Crew Nummer 360, hat die gleiche Düne deutlich falsch eingeschätzt, übersprungen und sind ca. 7-8 Meter runtergesprungen ins Flat mit ihrem Toyota. Jetzt noch mal ein bisschen was zu euren Fragen. Viele Fragen gingen über die Technik und über das Reglement. Zum Beispiel nochmal Unterschiede Allrad und Buggy, Benziner und Diesel. Der Hauptunterschied bei Benziner und Diesel ist die Größe des Restriktors, des Luftmengenbegrenzers. Die Benziner haben nur 37 mm Restriktor. Die Dieselmotoren, je nachdem, ob sie einen oder 2 Turbo haben, 38 oder 39 mm. Und dadurch bedingt haben die Diesel deutlich mehr Drehmoment als die Benziner. Die Side-by-Sides haben einen Restriktor von 25 mm und haben eine Leistung von ungefähr 160 PS. Mehr ist mit dem kleinen Restriktor nicht möglich. Die Side-by-Sides haben auch deutlich kleinere Motoren. Sie haben 2 oder 3 Zylindermotoren mit maximal 1050 Kubikzentimeter und sie dürfen Turbo aufgeladen sein oder eben auch ohne Turbo, je nachdem wie man möchte. Die großen Autos haben mit ihren Restriktoren ca. 380 bis 400 PS, was natürlich schon ein ganz anderer Schnack ist. Durch dieses viele Gejammer der Allrader, dass sie im Nachteil sind gegenüber den Buggies, kam die Frage auf, was spricht denn überhaupt noch für ein Allradfahrzeug? Also die Allrader haben den Vorteil, dass sie auf engen Geläuf und wenn es hoch und runter geht, deutlich handlicher sind und deutlich mehr Traktion haben. Aber sie verlieren aufgrund des größeren Gewichts eben auf den schnellen Abschnitten. Da ist der Buggy besser, auch weil der Buggy eben das mehr Fahrwerk hat und die größeren Räder hat, kann er gefahrenloser über Hindernisse drüber fahren, über Kemmelgras, über Wellen, durch Löcher. Da ist der Allrad ein bisschen im Nachteil, aber dafür ist der Allrad unheimlich robust und kaum kaputt zu bekommen. Beste Beispiel heute die Rolle von Fernando Alonso. Die Düne runter, vielleicht zeigt Eurosport auch die Rolle. Das mit dem Buggy, da wäre wahrscheinlich mehr weggeflogen. Natürlich kommt gleich die Frage hinterher, warum fliegt beim Buggy mehr weg? Weil das ganze Fahrwerk exponierter ist beim Buggy, er hat länger, also greift, geht weiter raus, die Querlenker, alles ist größer, weiter und dadurch auch gefährdeter beim Überschlag, dass sowas rausreißt. Welches Konzept favorisiert wird von den Fahrern? Tja, das ist immer von Strecke und Rennen abhängig und naja, so viel Auswahl hat der Fahrer nicht, weil die Hersteller meistens nur ein Konzept im Programm haben. Also bei Toyota kannst du nur ein Allradfahrzeug fahren. Bei Mini hast du grundsätzlich die Möglichkeit, zwischen Allrad und Buggy zu wählen. Aber auch da sind die Fahrer sich nicht einig, was nun wirklich über die ganze Rennlänge im Vorteil ist. Und das zeigt für mich, dass das Reglement da ziemlich ausgeglichen ist. Ja, damit wären wir bei den Kosten angekommen. Auch danach wurde gefragt, wie viel kostet denn der Spaß Dakar? Das hängt natürlich sehr davon ab, auf welchem Niveau, wie man mitmachen möchte, wie professionell alles sein soll. Wenn man als Motorradfahrer, Amateur, Motul Originals dabei sein möchte, dann braucht man inklusive Fahrzeug ein Budget von, würde ich sagen, mindestens 50.000 bis 75.000 Euro. Wenn man bei einem gut organisierten Team dabei sein möchte, dann wird es natürlich mehr, dann ist man auch schnell bei 100 und mehr. Das ist ein Haufen Geld, aber im Vergleich zu 4 Rädern immer noch günstig. Zum Thema Motorradtechnik, da wurde ich gefragt, was für Motorräder denn Honda einsetzt, ob das abgespeckte Africa Twins sind. Und das sind es also bei weitem nicht, das sind aufgemotzte CRF 450.
Also vergleichbare Motorräder wie bei KTM mit den 450ern. Sehr toll, sehr schön aufgebaute Motorräder und Honda liegt momentan ja auch sehr gut im Rennen. Aber eben Motorräder, also reine Rallye-Motorräder, Wettbewerbsmotorräder, die nichts mit einem Serienmodell zu tun haben. Ja, welche Chancen hat ein Privatfahrer oder ein Amateur? Desto günstiger, einfacher die Klasse ist, umso größer sind seine Chancen. Das heißt, in der Motorradklasse kann sich auch ein Amateur Material verschaffen, kaufen von KTM, von GasGas, von Husqvarna oder auch von Honda, mit dem er Siegchancen hat. Also im Motorradbereich kann ein Amateur, wenn er überdurchschnittlich gut ist und sehr gut vorbereitet ist, vorne mitstinken und auf Anhieb eine gute Leistung bringen. Vorausgesetzt, er ist ihm gut genug dafür, aber es liegt nicht am Material. Die Reichweiten von den Fahrzeugen sind auch unterschiedlich. Da wurde gefragt, ob die LKWs in so einer Etappe nachtanken. Klare Antwort: Nein. Die Autos und die LKWs müssen eine Reichweite von 800 Kilometer Sonderprüfung haben, um mitfahren zu dürfen. Bei den Motorrädern, Quads und Side-by-Sides ist die Mindestreichweite, die Mindestreichweite 250 Kilometer. Maximalreichweite. Was auch zum Thema Reichweite interessant ist, dass zum Beispiel die Side-by-Sides einen Tank haben dürfen oder auch zwei Tanks, aber mit einem Gesamtvolumen von maximal 130 Litern. Das muss reichen. Sie dürfen weniger haben, klar, aber nicht mehr. Also bei der Klasse ist der Spritverbrauch limitiert. Heute mit dem Tracking-System und den GPSen weiß der Veranstalter immer, wo wir sind. Über die Satellitentechnologie können wir überall kommunizieren. Hier in Saudi-Arabien wie auch in Südamerika gibt es fast überall ein funktionierendes Handynetz. Also das Sicherheitsnetz ist ein ganz anderes und dementsprechend ist das Risiko und das Abenteuer kleiner geworden. Und die Dakar hat sich mehr zu einem Motorsport-Event verwandelt. Und dennoch ist sie komplett anders als jeder andere Motorsport-Event, den es so gibt. Ich persönlich bin ein totaler Fan von der ursprünglichen Dakar, als sie noch in Afrika war und als es eben noch nicht diese ganzen technischen Hilfsmittel gab und man mehr auf sich allein gestellt war und sehen musste, wie man da durchkam. Das fand ich unheimlich reizvoll. Und dann waren diese entlegenen Gegenden damals, also viel unberührte, für uns zumindest gefühlt unberührte Natur. Das war schon sensationell für mich, hat viele bleibende Eindrücke hinterlassen. Das war jetzt eine Kurzzusammenfassung der Dakar. Man kann über das Thema, oder ich kann über das Thema stundenlang, wenn nicht tagelang reden natürlich. Ich hoffe, ich habe die meisten Fragen beantwortet. Wenn ihr noch mehr habt, schreibt sie uns bitte auf dem YouTube-Channel von den Weberwerken unten in die Kommentare rein. Entweder beantworte ich sie direkt dort oder ich schiebe das morgen hinterher. Morgen die 11. vorletzte Etappe. Da wird es immer viel Spannung geben. Frage, wird ihm der Ricky Brabeck seine Honda heil ins Ziel bringen können? Wird Carlos seinen Vorsprung managen können? Bleibt der Can-Am heil vom Casey Curry? Aber ich denke, dass die spannendste Kategorie im Moment die Autowertung ist. Da geht es wirklich noch um den Gesamtsieg, das ist noch eng zusammen. In den anderen Kategorien geht es um Platz 2 und 3. Es ist natürlich auch nicht langweilig. Es wird noch einiges passieren. Und auch die 12. Etappe, die letzte Etappe, wird mit Sicherheit nochmal spannend werden, weil ich glaube, dass morgen in der Autowertung alles nochmal dichter zusammenrutscht und damit das Rennen morgen noch nicht entschieden sein wird. Schaltet wieder rein, wenn es euch Spaß macht. Ich würde mich freuen. Bis dahin, ciao.